Hallihallöchen zu einem neuen Video, und zwar diesmal das Intensivtest Ducati Multistrada V4S 22.000 Kilometer Review Video. Ich dachte mir, genau, ich bin glaube ich auf jeden Fall einer der wenigen, die mit dem Moped da draußen schon so viel gefahren sind in einem Jahr, seitdem es gibt. Vielleicht das erste Review gesehen, war irgendwie so bei 17.000. Letztes Jahr im Sommer, Herbst habe ich es dann noch gedreht. Eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen seitdem, deshalb hier mal das andere Video. Hier auch die Infos zu Ducati Connect, alles zusammengefasst, Impressions und auch das finale Review-Video. Was es gegeben hat dieses Jahr im Frühjahr, ich schaue seitdem auch immer wieder mal. Die Gabel war undicht. Nachdem ich das Moped rausgeholt habe, im Frühjahr aus der Garage, hat die Gabel Öl verloren. Waren nur die Dichtungsringe, soweit in Ordnung. Hatte ich auch schon mal bei einem anderen Moped. Ja, dass es nach einem Jahr passiert ist, traurig, aber man muss auch immer die Kilometerleistung in Relation dazu sehen, und ich war ja auch Offroad und Schotter und staubtechnisch einiges unterwegs. Das heißt, ja, passiert, wenn es nur das ist, absolut kein Problem. Ansonsten, was es noch gegeben hat, was Neues ist, wenn der Tank relativ leer ist, war letztens die Gasannahme ein bisschen weg. Hat mich gestresst, natürlich, war im Sportmodus, habe den Schub gebraucht, wollte in dem Moment und war irritiert, aber auch nichts Kritisches. Ich denke, es hat nur was zu tun mit dem leeren Tank. Wo ich einfach komplett verwirrt bin, ist diese Situation mit den Lenkgriffheizungen. Und zwar, ich war jetzt bei meinem Ducati-Händler, der hat bei sich überprüft, alle Modelle, die er dort hat, verhalten sich gleich, okay? Der hat für mich geklärt, dass das nicht möglich ist mit meinem Motorrad, dieses Modell. Sitzheizung, ja. Lenkergriffheizung, nein. Was ist der Fall? Du schaltest die Zündung aus, du schaltest sie wieder ein. Der letzte Stand soll noch aktiv sein. So kenne ich das auch von meiner BMW. Teilt gerne eure Eindruck, wie das bei euren Moped so läuft. Hier ist es eben nicht so. Und zwar die Lenkergriffheizung ist immer wieder ausgeschaltet. Ist halt sehr störend im Herbst oder im Frühjahr oder auch auf Bergpässen, wenn es kalt ist. Du machst eine Pause, du machst Fotos, du fährst los. Irgendwie nach 10 Minuten kommst du drauf, meine Hände sind kalt. Wieso? Ich hatte doch gerade die Handgriffheizung an und ja, sie ist wieder aus, schaltest sie wieder ein. Jetzt haben aber ein paar von euch in den Kommentaren schon geteilt, sie haben eine Multistrada V4S und es funktioniert. Geht nicht in meinen Kopf. Also entweder, ich habe meinen Händler sehr gern und auch zwischenmenschlicher Ebene mag ich sie alle sehr, aber genau, ist leider die einzige Fehlerursache. Bin einfach so der binäre Typ. Problem, Lösung, ja, nein. Also, entweder schafft es mein Händler nicht und kriegt es nicht auf die Reihe und weiß hier einfach nicht alles. Finde ich, geht einfach nicht. Ist ein offizieller Händler, ist einfach die Stimme von Ducati, die ich kontaktiere, der kann mir nicht einfach das Falsche erklären. Ich halte schon am laufenden, was da passiert. Ich will heute auch mal einfach noch im Laufe des Tages zu einem anderen Händler fahren. Ich habe einfach Bock, ein bisschen noch rum zu cruisen. Es ist Samstag, es ist früh morgens. Und spreche mit dem, wie das dort so ausschaut. Kann man einfach so spaßmäßig heute verbinden. Genau, dann, die Kennzeichenhalterung ist ja abgerissen. Und ihr habt es vielleicht in dem Video hier gesehen. Ich glaube, man darf maximal 2, 3 Videos verlinken, deshalb Link auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Es ist einfach eine Fehlkonstruktion. Genau, wenn man sowas schon fehlkonstruiert, dann steht dazu und bezahlt das Zeug auf Garantie. Meine persönliche Einstellung. Das ist ein Enduro-Bike, okay? Und wir sehen alle, diese Konstruktion, die wackelt mehr als das ganze Moped im Fahrwerk. Genau. Also als das ganze Moped bzw. als das Fahrwerk auf und ab geht. Ist halt einfach so konstruiert, Physik, Baby, das ist einfach das Einfachste. Kennzeichen ist am letzten Ende, auch diese Kennzeichenhalterung ist einfach Gewicht. Auf einer lockeren Plastikhalterung baumelt halt auf und ab, irgendwann gibt es den Geist auf. Pech gehabt. Ich habe auch schon gesehen, es gibt andere, also Zusatz-Kennzeichenhalter aus Metall. Wird das nicht passieren wahrscheinlich, ist halt einfach fix. Ja, kann ich mir selber kaufen, wieso sollte ich das, aber es gehört ja zu meinem Moped. Genau, wir haben damals ein gutes Arrangement zusammenbekommen, dass das so gepasst hat. Aber ja, es ist verdammt nochmal eine Big Enduro. Es soll ausgelegt, um auf Schotterstraßen zu fahren und auch Vibrationen auszuhalten. Und ja, wäre schon toll, wenn man hier etwas Kundenfreundlichkeit an den Tag legen würde. Im Sinne von, verdammt nochmal, ich habe hier ein echt saumäßig teures Moped. Das soll nicht heißen, dass ich deshalb guten Kundenservice will, aber es ist ja quasi nagelneu. Man erwartet sich schon ein bisschen, hey, du bist ein Kunde, du bist ein Neukunde, sei glücklich mit unserer Marke, was können wir für dich tun? Ist jetzt auch ein Bagatellakt. Was kostet das Ding? Ich glaube 40, 60 Euro Netto-Einkaufspreis war das für diese Halterung.
kein Händler sollte sich darüber Gedanken machen und Ducati auch nicht. Ansonsten qualitätstechnisch, wir haben es gesehen, das Moped macht super viel mit, die Koffer sind super stabil, kauft euch diese Innentaschen, Video hier und oder in der Videobeschreibung. Super geil, wenn man die Koffer drauf hat und dann diese Innentaschen benutzt, um einfach das Zeug zum Hotel, zur Unterkunft nach Hause zu schleppen. Ist einfach wirklich ein Luxus, den man sich gönnen sollte. Kostet auch nicht die Welt, also ist das Geld auf jeden Fall wert. Ansonsten das große Update, das es gegeben hat, hat einige Verbesserungen gebracht, eben besonders im Ducati Connect Bereich. Die anderen Features sind mehr oder weniger einfach Vervollständigungen, so dass das Ding halbwegs rund läuft in der Benutzung. Also auch mit den Lenkergriffen oder dass du jetzt Musik hören kannst im Sport- und Enduro-Modus. Ganz ein spannendes neues Feature. Im Sinne von, ich glaube, da drüben ist ein Hase. Aber er hat keinen Sinn, mit der GoPro drauf zu halten. Ihr seht es sowieso nicht. Also das sind Features, die das auf jeden Fall kompletter machen. Aber jetzt keine Welterneuerungen. Der Schaltautomat, alles in allem, es ist halt wirklich, fährst du mit dem Motorrad einfach Reise-Enduro gemäß, Cruise, fährst gemütlich im mittleren RPM-Bereich, wird das alles funktionieren und du wirst auch glücklich sein. Genau, was ich heute auch wieder hatte, ich glaube vom 2. auf 3. unter Vollschub irgendwo so 8000, haue ich den Schaltautomat rein und es gibt halt so eine Verzögerung von viel zu lange. 500 bis 1500 Millisekunden, wo du halt so bist und der Gang nicht drin ist und es auch nicht sieht und das ist nicht cool. Also deshalb, Schaltautomat kann man auf jeden Fall verbessern. Manchmal haut es die Gänge einfach nicht rein und zwar auch unter Volllast und das brauchst du halt nicht. Genau, wenn du unter Volllast fährst und wenn du einfach hier Schub gibst und wenn du auch gegebenenfalls in Schräglage bist, dann brauchst du keine Verzögerung. Das Ding muss 100% funktionieren und es ist potenziell gefährlich. Das ist halt uncool. Was will man denn da sagen? Genau, wenn es in Richtung Sicherheit geht, ist es halt einfach uncool. Genau, also haben sie auch mit diesem Update nicht gefixt. Ist vielleicht ein mechanisches Problem. Ich bin kein Profi, ich kann es nicht beurteilen, aber die Fehler sind da und es funktioniert manchmal nicht richtig. Auch diese Anti-Klatsch-Kupplung, die ja eigentlich integriert sein sollte, wenn du runterschaltest, auch wieder im hohen RPM-Bereich, blockiert manchmal einfach das Hinterrad. Verdammt, du brauchst es nicht, du willst es nicht, es ist potenziell gefährlich. Passt auf jeden Fall auf in diesem Bereich. Seid auf jeden Fall nicht nervös, reagiert nicht über, alles cool, schleift ein bisschen, kommt wieder rein, triggert wieder an, fährt wieder weiter. Alles cool, aber genau, also wenn du das halt unerfahrener vielleicht erfährst, hast du ein Problem. Genau, was wir auch ganz am Anfang in einem unserer Kroatien-Videos hatten, Link in der Videobeschreibung. Ich habe am Anfang gedacht, das war irgendwie das Sport-ABS, auch in dem Video damals so erwähnt. Aber mittlerweile, jemand hat auch das Video analysiert von der Handgriffheizung und was ich gerade gemacht habe, ich habe glaube ich von 2 auf 1 runtergeschaltet. Es war einfach, das Hinterrad hat blockiert, der Arsch ist weggerutscht am Kurveneingang, weil die Anti-Klatsch-Kupplung nicht funktioniert hat. Das ist so uncool, das braucht niemand, das will niemand und das damals hätte auf jeden Fall ungünstig ausgehen können. Bepackt hinten mit Freundin und Gepäck, man braucht so eine Verzögerung auf keinen Fall. Was es auf jeden Fall noch zu erwähnen gibt, aber das ist glaube ich vielen klar, es betrifft wahrscheinlich nicht viele, aber genau, fahrt mit dem Moped nicht auf einem Wettbewerb, ihr werdet die Garantie verlieren und besonders mit so Sportveranstaltungen, die jetzt im Enduro-Bereich sind. Für mich habe ich das nicht wirklich als Wettbewerb gesehen, ich habe eher als Spaßverteilung teilgenommen, ich wollte einfach erfahren, wie ist Bosnien, ich wollte einfach diese Tracks mitfahren und wollte meinen Spaß haben. Ich habe mich einfach über die Eindrücke aus dem Land, über diese Kollegialität, über Team Euro Motocross, geil, danke für die Einladung nochmal, Grüße gehen raus, viel Spaß dieses Jahr bei der Bosnia Rallye. Genau, ich habe mich einfach auf das alles gefreut und habe gar nicht am Schirm gehabt, dass ich dadurch vielleicht meine Garantie verlieren könnte. Natürlich auch mein Fehler, ich kann mich davor informieren. Ich bin da ja eh immer nachsichtig. Aber ja, es ist quasi eine Big Enduro, für mich soll sie Offroad fahren und bin da einfach mitgefahren. Habe ich ein Riesenglück, dass es keine Zeitmessung gibt und kein offizieller Wettbewerb, sondern eine Spaßveranstaltung. Nochmal davon gekommen. Das heißt, ich habe jetzt vollständige Garantie auf die 100.000 Kilometer bzw. 4 Jahre und das ist alles perfekt. Kann man auf keinen Fall bezüglich dem Review hier irgendeinen Abzug geben diesbezüglich. Aber man muss es auf jeden Fall wissen. Und es wäre auch nett, wenn einen jemand informiert, wenn man schon kommuniziert, dass man auf so ein Event fährt. Einfach nur zur Sicherheit, weil es wäre schon echt schade, wenn ich dadurch die Garantie verloren hätte. Er hätte mich wirklich sehr genervt. Ergebnis für mich wäre auch gewesen, ich muss das Moped verkaufen. Also wenn ich mich original erinnere, hatte das Moped original, glaube ich habe beim letzten Review-Video gesagt 50 Punkte. Und da waren wir bei 40, weil 10 Punkte Abzug für Ducati Connect. Ich würde sagen, wir fügen jetzt zu diesen 40 nochmal 3 dazu, weil wir haben ja gesagt, dass Südcheck und Ducati Connect insgesamt nun 3 von 10 Punkten wert sind in ihrer Funktion und in ihrem Benefit für den Motorradfahrer. Dementsprechend sind wir jetzt bei 43 Punkten von 50. Hat sich irgendwas geändert? Nein. Unterm Strich
Das Moped ist ein Traum, du bist hier auf einem echten Panzer, du kannst super sportlich fahren, es macht riesen Spaß. Genau, die Sportlichkeit wird durch Zuladung auf jeden Fall eingeschränkt, also wenn ihr anständig Spaß haben wollt, müsst ihr allein oder mit Freunden fahren, aber auf jeden Fall ohne Koffer, also du spürst die Träge schon. Manchmal beim Einlenken und bei so sportlichen Kurven, also ja, ich sag 50 Kilo weniger auf einer S1000R oder auf irgendeinem anderen Naked Bike. Du bist schon ein bisschen agiler unterwegs, aber du kannst es auf jeden Fall mit dem Bike auch so fahren. Du kannst auch alles gleich fahren. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Kraft, also das habe ich ja auch bei der Bosnia Rallye gelernt. Die Leute haben mich primär bewundert, dass ich mit dem schweren Motorrad so viel Kraft aufwenden kann, um das hier Offroad anständig zu bewegen, weil es kostet halt alles mehr Kraft. Ja, habe ich hingekriegt. Hat sich der Sport ausgezahlt. Aber ja, genau so ist es auch, wenn du sportlich fährst. Du musst halt einfach ein bisschen mehr reindrücken, gegebenenfalls musst du einfach ein bisschen mehr Nachdruck geben, aber das kriegst du. Letztens habe ich zum Glück wieder eine XR, eine 1000er XR gesehen und habe mir gedacht, also BMW, zum Glück ist sie hässlich. Mir gefällt die Schnauze einfach nicht, aber ich will sie auf jeden Fall dieses Jahr Probe fahren. Aber off topic. Das sind die Eindrücke nach meinen 22.000 Kilometern in einem Jahr mit der Multistrada V4S. Ich finde, sie ist ein geiles Moped, sie macht riesig Spaß, fahrt sie auf jeden Fall. Immer der Hinweis, geilsten Sound entwickelt sie ab 8000 Umdrehungen. Deshalb fahrt es auch mal in dem Bereich. Es ist bombengeil, wie sich der Motor dann anhört. In diesem Sinne, viel Spaß, passt auf euch auf, fahrt immer anständig und lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald, alles Gute, ciao. Ach ja, Nachtrag. Von diesen 43 Punkten ziehen wir auf jeden Fall mindestens 3 ab. Bleiben wir wieder bei 40. Und zwar diesmal wegen der quietschenden Bremspackerl. Okay, es wäre nur ein Punkt, aber aus Prinzip ziehen wir einfach 3 ab. Wieso? Verdammt. Ja, nochmal, es ist mein teuerstes Moped, das ich je im Leben gekauft habe. Und verdammt, die Bremspackerl quietschen. Habe ich letztens gesagt, war dieses große Update und der Check. Fahr hin zur Werkstatt und sage, hey Leute, die Bremspackerl quietschen, das geht nicht. Und er sagt mir, ja, die kann man dann auch anschleifen. Habe ich gesagt, ja, wäre toll, wenn es nicht mehr quietscht. Bin rausgefahren, habe sogar an einer Stelle vorne oder hinten neue Bremspackerl gekriegt, sie quietschen wieder. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile vorne und hinten quietscht, aber das ist ein Trauerspiel. Ich habe hier ein Moped, ich will mich geil fühlen und wenn ich bremse, ist wirklich lustig, dass man sich geil fühlen will, aber ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Wenn ich bremse, will ich nicht, dass die Bremspackerl quietschen. Das ist erbärmlich. Das ist wirklich traurig, dass Ducati das herstellt, dass es der Händler nicht fixt, alles zusammen, dass sich anscheinend zu wenig Leute darüber aufregen. Also ja, ich muss mich auch noch mal schlau machen. Vielleicht finden wir irgendeine Lösung, vielleicht gibt es ja andere Bremspackerl, die nicht quietschen. Aber ja, es sollte nicht quietschen bei diesem Moped. Und bei keinem neuen Moped sollten die Bremspackerl quietschen. Traurig. Was man vielleicht noch als Feedback für Ducati allgemein hinterlassen kann, ist die Anordnung der Menüpunkte hier im Hauptmenü. Die ist einfach schon nicht optimal. Also wenn du das System jetzt wirklich benutzt, beispielsweise du hast hier Ducati Connect. Wieso sollte ich die Lautstärke verändern, wenn ich jederzeit jetzt mein neues super cooles Menü öffnen kann? Brauche ich nicht. Bedeutet, wenn ich rauskomme aus Ducati Connect, dann will ich quasi alles schnell und einfach benutzen können. Das heißt, adaptiver Tempomat. Wieso habe ich ihn da überhaupt? Ich habe diese 2 Knöpfe hier. Ich brauche es nie. Musik, ja, relevant. Bedeutet, du kommst aus Ducati Connect raus, Musik hier wäre toll. Das ist nämlich nicht die MP3-Musik, sondern quasi auch Spotify, wenn du es benutzt. Ja, Telefon, gegebenenfalls auch wichtig. Sitzheizung, ja. Bedeutet, für mich wäre, du kommst raus aus Ducati Connect, oben Sitzheizung und Musik. Oder weißt du was, egal, aber das sind die 2 wichtigsten Funktionen. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Einstellungen, ja, brauchst du manchmal, das war es dann eh schon. Dasselbe auch innerhalb der Einstellungen. Und zwar, du kommst hier rein, Fahrmodus. Ja, okay, ist wichtig. Aber eigentlich machst du es auch nur einmal. Bedeutet, du konfigurierst deine Fahrmodi, du hast sie dann und das funktioniert. In der Regel würde ich sagen, du kannst ja Fahrwerk kannst du separat verstellen, die Modis kannst du draußen wechseln. Also ja, brauchst du in der Regel nicht. Für mich, das Wichtigste hier drin ist Bluetooth. Genau, ist einfach irgendwo. Alles andere verwendest du eigentlich nie. Aber Handys koppeln also dekoppeln, wieder, was ist das Gegenteil von koppeln? Aber ja, ihr versteht es. Handys pairen, anpairen, das ist wichtig. Ja, ansonsten, nee. Ich verändere davon eigentlich nie etwas. Genau, dementsprechend für mich war das Wichtigste, ich komme hier rein in die Einstellungen. Und ja, Fahrmodus ist zumindest da, das ist, wenn das Wichtigste sein soll, okay, aber dann mach unten oder oben Bluetooth hin. Jedes Mal, wenn ich hier ein Handy koppel, go ich crazy, weil ich das einfach suche. Und egal, ob du nach oben gehst oder nach unten, wir haben es quasi genau am anderen Ende der Welt platziert. Das war es jetzt aber wirklich. Dann
Ciao. Yeah. Hübsches Moped! Gute Fahrt! Und ich glaube, das ist jetzt der finale Nachtrag für das Ducati Connect Review Video. Zusatz noch zu Lenkgriffheizung Video. Hat mir der Kerl dann echt erklären wollen, dass es mit dem neuen Update wohl kaputt war, weil davor hat es so funktioniert. Habe ich ihm gesagt, du Servus, ich bin jetzt 23.000 Kilometer mit dem Moped gefahren und das nervt mich seit dem ersten Tag. Und es ist verdammt nochmal auch vor dem Update da gewesen. Alles klar. Also, ich mag einfach straightforward people. Und es ist ja egal, welche Marke du vertrittst und welchen Lifestyle du vertrittst. Aber sei doch einfach klar und straightforward. Sag einfach direkt, was Sache ist. Und wenn einfach etwas nicht funktioniert, dann gesteh einfach ein, dass es nicht funktioniert und verbeiß dich nicht in irgendwelchen Argumentationen. Aber okay, das ist ein Lebensthema. Das ist ein Problem, das viele Menschen haben. Wir lieben uns, wir sind straightforward. Macht es gut. Ciao. Genug Worte darüber verloren, aber ja,